Hallo alle zusammen und willkommen bei meinem neuen Video. Heute mit einem ganz heißen Thema, wortwörtlich. Denn heute stellen wir uns die große Frage, wie überlebt man den Sommer in Japan? Das wollt ihr wirklich wissen? Die simple Antwort lautet gar nicht. Na, so hart ist es wiederum auch nicht. Spaß beiseite. Ich gebe euch hier nun ein paar Tipps und Tricks, wie man den Sommer einigermaßen gut übersteht. Aber erstmal ein paar kurze Infos zum Sommer generell. Dieser beginnt nämlich gleich direkt nach der Rainy Season. Der Sommer hier ist wesentlich anders als in Deutschland. Die Temperaturen steigen zwar auch ordentlich in die Höhe, aber dazu kommt an einigen Tagen eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit. Man hat an manchen Tagen regelrecht das Gefühl, man würde vor einer richtig warmen Wand stehen. Außerdem kommt es zu der Zeit immer wieder mal zu Taifunen. Die allerbesten Helfer sind immer noch Aircon und Ventilator, meiner Meinung nach. Diese helfen wirklich prima zum Abkühlen. Allerdings ist die Stromrechnung am Ende des Sommers immer ziemlich hoch, also nicht erschrecken. Die Aircon frisst auch wesentlich mehr Strom als ein Ventilator. Man kann den Preis allerdings ein klein wenig runterdrücken, indem man die Aircon nicht ständig an- und ausschaltet, sondern wenn man sich etwas länger zu Hause aufhält, sie einmal anmacht, alle Türen und Fenster schließt, sodass der Raum richtig abkühlen kann und dann später einfach ein bisschen wieder die Temperatur hochschaltet. Das Praktische bei Aircons und den meisten Ventilatoren ist, dass sie auch einen Timer haben. So kann man abends beim Schlafengehen diese für 1 bis 2 Stunden einstellen, dass sie dann automatisch in der Nacht ausgehen oder dementsprechend morgens, bevor man aufsteht. Was gibt es Schöneres im Sommer als eine kalte, nasse Abkühlung? Natürlich gibt es hier und da Pools in Japan. Allerdings sind diese ziemlich überfüllt und sie kosten. Was es aber gibt, und das ist gerade für Familien richtig toll, das sind nämlich Wasserparks. Und diese sind umsonst. Dort kann man auch selbst einfach seine Füße ins kalte Wasser halten oder ein wenig im kühlen Nass warten. Was natürlich auch geht, ist der Ausflug zum Strand. Auch wirklich sehr beliebt. Es gibt einige schöne Strände, die nicht weit von Tokio entfernt sind. Am Meer weht meist eine kühle Brise und der Sommer eignet sich letzten Endes einfach perfekt für einen Strandausflug. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich kriege in der großen Hitze meist nicht viel runter. Da ist es dann schwer, irgendwas zu essen zu finden. Ich esse während der Sommerzeit sehr gerne Soba, Somen oder auch Shabu Shabu mit Salat. Und natürlich sehr viel Eis. Was vielleicht komisch klingen mag, aber ich esse im Sommer auch tatsächlich gerne Curry. Denn dadurch schwitzt man nämlich ein bisschen und das senkt automatisch die Körpertemperatur. Was natürlich auch sehr beliebt ist, ist die Wassermelone. Die darf nicht fehlen, auch wenn sie hier und da manchmal echt teuer ist. Und der Sommer in Japan ist sehr bekannt für sein super leckeres Schokominzeis. Ja, wenn man jetzt so nicht so der Fan von Aktivitäten draußen ist und auch ziemlich schlecht mit der Hitze zurechtkommt, der hat trotzdem eine Menge Möglichkeiten, seinen Alltag nicht langweilig zu gestalten. Denn man kann ganz einfach während der Hitze in Shopping-Malls, ins Museum oder in Cafés und dort die Klimaanlage umsonst ausnutzen. Und vielleicht ein wenig shoppen oder ins Kino. Was Japaner auch sehr gerne im Sommer machen, ist eine Reise in die Berge, da es dort etwas kühler ist. Tatsächlich sind im Sommer auch Onsen-Urlaube sehr beliebt. Oder auch die Night Pools, die von verschiedenen Hotels angeboten werden. Da war ich letztes Jahr sogar mal bei so einem Event und habe natürlich auch dort gefilmt. Ich kann euch das Video ja mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Generell kann man aber sagen, dass sich Japaner während der Hitze eher drin aufhalten. Deswegen ist es auch eine sehr beliebte Zeit für Videotheken, in der Filme ausgeliehen werden. Oder über Online-Streaming-Services. Ich meine, man muss sich ja eigentlich nur die Balkone anschauen. Die ersten Sonnenstrahlen kommen in Deutschland raus und die Deutschen rennen als erstes auf den Balkon und hier hängt eigentlich nur die Wäsche auf den Balkonen. Bezüglich Kosmetik hat Japan im Sommer auch sehr viel zu bieten. Sehr, sehr viele Cremes haben UV-Schutz. Es gibt richtig tolle, erfrischende Tücher, teilweise mit und ohne Duft. Das sind diese sogenannten Body Sheets. Und es gibt, was richtig cool ist, Puder, das kühlt. Und zwar von dieser Marke hier. Das ist jetzt das normale Powder. Es gibt aber auch eine Summer Edition. Bei Deodorants kann ich Bioré sehr empfehlen. Das ist eine echt gute Marke. Ich kriege nämlich immer wieder mit, dass sich Deutsche teilweise sehr über japanische Deos beschweren. Aber ich muss sagen, Bioré gefällt mir eigentlich richtig gut. Und was es auch gibt, sind Body Sprays. Das sind jetzt nicht unbedingt Parfums,
funktionieren aber eigentlich so. Aber die kannst du dir auch in die Haare sprayen, ja, und halt überall hin, dass du besser riechst. Man soll ja generell sehr viel trinken, aber gerade im Sommer ist es wirklich sehr wichtig. Und dort lohnen sich wirklich diese bekannten Getränke wie Pocari Sweat und Aquarius. Da muss man halt schauen, was einem so besser schmeckt. Es gibt auch einige mit geschmacklichen Varianten, aber ich muss sagen, mir gefällt das normale Pocari Sweat eigentlich am besten. Wer sich ein bisschen mit Japan auskennt, weiß, dass die Japaner sehr gerne und sogar meist jeden Tag baden. Auch im Sommer. Ja, das mag irgendwie ein bisschen merkwürdig klingen, aber es gibt hier tatsächlich Badezusätze mit Minze und Zitrone, die sehr erfrischend sind. Was ich aber herausgefunden habe, ist, dass man auch stinknormales Pfefferminzöl für sein Bad verwenden kann. Das ist aber allerdings ein bisschen teuer hier in Japan. Deswegen lasse ich mir das immer aus Deutschland schicken. Es gibt sogar zur Sommerzeit Shampoo mit Minze, das die Kopfhaut kühlen soll. Das hilft sogar ein bisschen. Wenn man unterwegs ist, sollte man sich am besten mit vielen möglichen Dingen wappnen. Vor allem, wenn man anfällig für einen Sonnenstich ist. Da helfen auf jeden Fall Kopfbedeckungen. Ihr seht auch überall Sonnenschirme. Trinken ist ganz wichtig. Ein Handtuch oder 2. Ganz beliebt sind auch diese kleinen Ventilatoren. Die kriegt man auch eigentlich schon in jedem Daiso für ein paar Yen hinterhergeschmissen. Dieses Jahr sind auch so gewisse Kühlringe total beliebt. Die sollen wohl ziemlich gut sein. Sind auf jeden Fall sehr beliebt, aber auf jeden Fall besser als nichts bei der Hitze. Was euch vielleicht auch auffallen wird, ist, dass Japaner lange Ärmel tragen, auch im Sommer. Da gibt es verschiedene Oberteile, die aus extra dünnem Stoff sind und halt vor UV-Strahlen schützen. Ja, der Sommer ist leider auch voller Insekten, die aus ihren Löchern kriechen. Deswegen empfehle ich ganz doll Kakerlakenspray. Es gibt auch verschiedene Sprays gegen Mücken und falls ihr schon mal gebissen worden seid, kann ich euch das hier sehr empfehlen. Wenn ihr irgendwo einen Mückenstich habt, macht ihr das Ding einfach auf, dann ist hier so eine Art Stempel und ihr könnt es einfach auf die Stelle drauf tupfen. Es brennt ein bisschen, aber es hilft wirklich gut. Seien wir mal ehrlich, das Allerschönste im Sommer sind die Hanabi und Matsuri, oder? Abends, wenn die Temperaturen etwas abkühlen, ist es einfach nur das Beste. Natürlich dann im passenden Yukata oder Jinbei. Leider werden die meisten davon aufgrund der aktuellen Situation immer noch abgesagt. Aber nach und nach kommen sie wieder, denn dieses Jahr fand zum Beispiel endlich wieder in Kyoto das Gion Matsuri statt. Langsam kommen sie wieder und bald kann man sie endlich wieder richtig genießen. So, das waren meine 10 Tipps für den heißen Sommer in Japan mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Vielleicht war das ein oder andere dabei, was euch beim Überleben des heißen Sommers helfen kann. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr euch genauso wie ich schon auf den Herbst freut, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!